Data Researches. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik und Professor für industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches Blog beleuchtet Professor Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Heute würde ich gerne sprechen über die soziale Datenmarktwirtschaft. Das ist ein gewissermaßen etwas sperriger Titel, der aber sehr, sehr gut passt zu der Art und Weise, wie wir die Datenökonomie oder die Datenwirtschaft in Deutschland und Europa ausprägen wollen. Der Begriff wurde vor einigen Jahren das erste Mal von Angela Merkel verwendet, als sie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sprach. Und nicht zufällig lehnt sie sich in diesem Begriff an die soziale Marktwirtschaft generell an, die ja seit Mitte des letzten Jahrhunderts das wirtschaftspolitische Leitbild für Deutschland, aber auch darüber hinaus bildet bzw. mindestens maßgeblich geprägt hat. Warum passt dieser Begriff der sozialen Datenmarktwirtschaft so gut auf die Art und Weise, wie wir in Deutschland und Europa mit Daten umgehen wollen? Nun, man kann sicherlich die Grundprinzipien dazu nachlesen, einerseits in der Datenstrategie der Bundesregierung, auf der anderen Seite aber auch in der Datenstrategie, die die Europäische Kommission vorgelegt hat. Und neben all den konkreten und guten Inhalten, die dort niedergeschrieben sind, adressieren beide Strategien eigentlich die Balance, die es zu finden gilt, nämlich die Balance zwischen den Interessen des einzelnen Individuums, des einzelnen Datengebers, also von uns allen als Bürger, des einzelnen Unternehmens, was Daten hat und diese teilen möchte, und andererseits eben halt dem gemeinschaftlichen Interesse an der Nutzung dieser Daten. Also diese Balance zwischen den Interessen des einzelnen Datengebers, des einzelnen Akteurs in einem datenwirtschaftlichen Ökosystem und eben halt den gemeinschaftlichen Interessen zur Nutzung der Daten ist ein zentraler Punkt in beiden Datenstrategien. Wir haben das zu Zeiten der Corona-Pandemie, können wir das ja tatsächlich jeden Tag quasi beobachten, dass es vorteilhaft ist bzw. wäre, wenn wir Daten über die Wirkungsweise von Impfstoffen, wenn wir Daten zur Mobilität, zum Verhalten von uns Einzelnen unter Wahrung des Datenschutzes natürlich aber nutzbar machen, um der Pandemie besser begegnen zu können und eben halt den Erkrankungen besser entgegenwirken zu können. Wenn wir aber nochmal zurückkommen auf dieses Prinzip der sozialen Marktwirtschaft und uns fragen, was denn eine Übertragung auf die Datenökonomie hieße, ist es sicherlich sinnvoll, nochmal zu schauen, welche grundlegenden Prinzipien denn eigentlich hinter dem Begriff sich verbergen. Zum einen ist dabei zu sagen, dass es sich dabei um einen Versuch handelt, von Maximalpositionen wegzukommen. Es geht nämlich sehr stark um die Symbiose von Marktmechanismen einerseits und staatlicher Lenkung andererseits. Und das ist etwas, was eben vor diesem Hintergrund der Balance ganz gut passt und auf der anderen Seite auch darauf eingeht, dass der Staat natürlich einfach nicht nur ein Interesse an einer fairen Datenökonomie hat, sondern selber ja auch Akteur ist. Denn einerseits ist der Staat bzw. sind Einrichtungen der öffentlichen Hand große Datengeber, was wir ja auch sehr stark sehen an der steigenden Verbreitung von offenen Daten, sei es beispielsweise bei Wetterdaten, aber eben halt auch bei Daten, die in Universitätskrankenhäusern zum Beispiel anfallen. Also es ist hier ein großes Potenzial an Daten, die tatsächlich von öffentlichen Einrichtungen halt gehalten bzw. produziert werden. Und auf der anderen Seite ist der Staat natürlich auch irgendwie ein Kunde von digitalen Diensten beziehungsweise durchaus auch ein Bereitsteller solcher digitalen Dienste. Also ist klar, dass wir hier die Gestaltung der Daten
Wirtschaft nicht allein den Marktkräften überlassen können, sondern eben um ein symbiotisches Miteinander zwischen Markt und Staat bemüht sein sollen. Der zweite Punkt ist, dass in einer sozialen Marktwirtschaft der Staat durchaus auch Aufgaben der Daseinsvorsorge übernimmt, wenn es beispielsweise darum geht, Infrastrukturen bereitzustellen, auf denen dann einzelne Geschäftsmodelle sich entwickeln können. Infrastrukturen bereitzustellen, von denen die Gesellschaft, also wir als Bürger, aber auch die Wirtschaft gleichermaßen profitieren. Und das sehen wir eben halt ganz konkret an aktuellen Aufgaben zur Schaffung einer föderierten Dateninfrastruktur, wie wir das ja hier auch am Fraunhofer ISST durch unsere Beteiligung an Gaia-X, aber auch an der IDS Association sehr stark unterstützen. Und der letzte Punkt, der dritte Punkt, der vielleicht charakterisierend ist für das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, ist, sich die Frage zu stellen, wie gehen wir denn vor, wenn wir dies alles umsetzen? Und hier ist eben darauf zu achten, dass man eben halt ein soziales Wertschöpfungssystem insgesamt halt hat. Das heißt, dass man eben halt bei der Umsetzung eben beispielsweise auch gewerkschaftliche Strukturen, dass man Verbände mit einbezieht, um einen konsensualen Weg zu finden auf der Weg in eine faire Datenwirtschaft. Auch das gelingt in Deutschland aus unserer Sicht sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass aus dieser drei genannten Gründen die Übertragung des Prinzips der sozialen Marktwirtschaft generell auf die Gestaltung einer fairen Datenökonomie sehr zielführend ist. Und wir als Fraunhofer ISST sind gerne bereit, dazu weiter zu unterstützen und freuen uns darauf, auch unseren Beitrag zu leisten auf einen deutschen bzw. europäischen Weg in die Datenökonomie.